Großbaustelle Ahrental, direkt an der Brenner Autobahn. Auf der Oberfläche sieht man nicht viel vom Tunnel, aber wenn man dann drinnen ist, sieht man die gesamte Dimension dieses Projektes. Ob mit riesigen Tunnelbohrmaschinen oder mit Dynamit. Meter um Meter arbeiten sich die Männer hier durch das Felsgestein. Es wird an allen Ecken und Enden des Brenner Basistunnels gearbeitet, damit der Termin gerechtfertigt wird. 2032 soll es soweit sein. Dann sollen Güter auf Zügen hier unten durch den Tunnel rollen, statt mit LKW oben über die Autobahn. Wird die Verkehrswende am Brenner gelingen? Unterwegs in der Innsbrucker Baustelle des Brenner Basistunnels, kurz BBT genannt. Planungschef Andrea Lussu war bereits bei den allerersten Bohrarbeiten für den Eisenbahntunnel vor 16 Jahren dabei. Die ersten Wochen, da fährt man so ungefähr 50, 60 Meter hinein. Damals war es auch unser Start, das heißt, wir waren alle sehr positiv überrascht und positiv gestimmt. Aber man sieht dann einfach im Laufe der Zeit, in den Jahren und Jahrzehnten, die wir jetzt schon an dem Tunnel arbeiten, dass es zwar langsam, aber immer weitergeht und dass der Tunnel mit jedem Tag wächst und wächst und wächst, bis wir dann alle 230 Kilometer ausgebrochen haben. Denn 230 Kilometer misst das gesamte System des Brenner Basistunnels. 2/3 davon sind schon gebohrt. Kernstück einer neuen Bahnverbindung von München nach Verona soll der BBT sein. Die Doppelröhre misst 55 Kilometer zwischen Innsbruck und Franzensfeste in Südtirol. Zählt man einen schon bestehenden Bahntunnel bei Innsbruck dazu, wird der Tunnel 64 Kilometer lang sein. Weltrekord. Eine Verkehrswende unter Tage. Güterzüge sollen den Lkw-Verkehr auf der Brenner Autobahn massiv reduzieren. Personenzüge in knapp 4 Stunden von München nach Verona fahren, statt wie bisher in 5,5 Stunden. Der gebürtige Südtiroler Andrea Lussu ist für die Gesamtplanung des Tunnels zwischen Innsbruck und Franzensfeste zuständig. Der Planungschef muss eigentlich immer dann in den Tunnel, wenn es irgendwo Probleme zu lösen gibt. Gerade aktuell haben wir ein Problem mit dem Förderband, das vorne nicht mit der TBM noch zusammenspielt. Die TBM, die Tunnelbohrmaschine IDA, ist eine fahrende Fabrik. Mit 160 Metern ist sie so lang wie ein Atom-U-Boot und sie kann mehr als nur bohren. Christoph, Serviere. Hey, servus Andi. Hallo, grüß dich. Servus. Und die ersten 2 Ringe gesetzt. Ja, Ist alles gut gegangen? alles gut gegangen, ja. Fuge zusammenschieben. Denn IDA montiert auch gleich die Tübinge, die ringförmigen Betonteile, die die Wand der Tunnelröhre bilden. So, jetzt haben wir fast den Bohrkopf, oder Christoph? Mit dem zuständigen Kollegen Christoph Waldhör inspiziert Andrea Lussu das Herzstück der Tunnelbohrmaschine, den Bohrkopf. Das ist jetzt der Bohrkopf mit den Rollmeißel. Wir haben da 62 Rollmeißel drinnen im Bohrkopf. Permanente Drehung, das dreht sich wie ein Wasserrad. Es sind 10 Räumerkammern, die das Material nach oben transportieren, da in den Trichter reinwerfen und übers Förderband da nach hinten bringen. Ja. Aber da ist dann ein bisschen lauter wie jetzt. Dann gehen wir wieder raus. Ja. Wegen der Probleme mit dem Förderband dreht sich hier im Moment jedoch gar nichts. Über 10 Milliarden Euro geben Österreich, Italien und die EU für den Tunnel aus. Frühestens 2032 soll der Bau fertig sein. Bei den Zulaufstrecken gibt es noch Verzögerungen. Natürlich möchte man Probleme immer vermeiden, aber bei solchen großen Tunnelbaustellen sind die Probleme an der Tagesordnung. Das ist ja auch der Grund, wieso es uns alle braucht und gibt. Ganz genau. Andrea Lussu und Bauleiter Romit Insam sind 2 von rund 1500 Menschen, die Tag für Tag auf den derzeit 5 aktiven Großbaustellen arbeiten. Im Durchschnitt schaffen die Männer 10 bis 14 Meter Tunnelvortrieb pro Tag. Wenn das Gestein besonders weich ist, sind es auch mal 60 Meter an einem Tag. Ja, das erfüllt einem natürlich mit Stolz, wenn man so große Leistungen schafft.
Das sind die guten Tage, da wo man feiern und auch jubeln kann. Leider gibt es eben auch die anderen Tage, wo man dann aufgrund einer Störzone oder eines Defektes kaum Tunnelmeter oder gar keine macht. Da sind dann meistens Krisensitzungen und Abstimmungen an der Tagesordnung. So wie heute. Wegen der Probleme mit den Förderbändern und der stehenden Tunnelbohrmaschine. Seit über 50 Jahren rollen Autos, Wohnwagen und Lastwagen über die Brenner Autobahn. Eine der wichtigsten Verkehrsachsen über die Alpen zwischen Nord und Süd. Doch immer häufiger herrscht Stillstand auf der Strecke. Und dann noch Service Österreich, Stau- und Blockabfertigung am Tauerntunnel. Und auch Richtung Brenner Autobahn geht's dicht voran. Es staut sich schon ab Innsbruck. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt. Diese Männer sind täglich im Einsatz, damit der Verkehr möglichst flüssig und sicher läuft. Da sein wir es eigentlich, oder? Abfahrt an der Autobahnmeisterei Plon. Heute stehen wichtige Brückeninspektionen mit Spezialkränen an. Die Brenner Autobahn ist Peter Augschölds Arbeitsplatz. Martin, fahrt's es vor bis Matrei runter und dann drehen wir uns um. Mit Frau und Tochter lebt der Innsbrucker Ingenieur Peter Augschöll in der Nähe der Europabrücke. Er weiß, wie dringend notwendig eine Entlastung des Brenner-Transits ist. Ich denke schon, dass die Brenner Autobahn, also diese Strecke für, sage ich mal, für die Frechter und also für die Transport, für den Schwerverkehr vor allem eigentlich zu billig ist. Wenn der Tunnel fertig ist, dann muss diese Strecke, sage ich mal, attraktiver sein für den Verkehrsteilnehmer als die Straße. Und das muss ich mit Rahmenbedingungen schaffen. Dann wird er auch angenommen aus meiner Sicht. Solange das nicht der Fall ist, wird der Verkehr nicht wesentlich anders werden, glaube ich. Peter Augschöll ist für die Sicherheit der Autobahn zuständig und ist dabei auch täglich mit Staus konfrontiert. Heute zum Glück nur auf der Gegenspur. Da haben wir jetzt hier gerade eine Baustelle. Hier machen wir eine Belagssanierung. Natürlich genau da, den lassen wir gleich rein. Der dreht jetzt um, das ist Baustellenverkehr. Normalerweise haben wir hier einen dreispurigen Bereich. Durch die Baustelle geht es halt zusammen auf 2 Spuren und ja, da kommt es halt dann gleich zu gewissen Verzögerungen. Das ist normaler Alltag da, ja. Nichts Ungewöhnliches. Die Baustellen verursachen, wenn man so will, eigentlich wir, indem wir die Sanierungsmaßnahmen sozusagen festlegen. Also unsere Gruppe ist für die Erhaltung der Bauwerke zuständig und in dem Zusammenhang legen wir eben auch fest, welche Brücken oder welche Objekte zu sanieren sind und in welchem Umfang. Hier auf der Brenner-Autobahn haben wir ca. 100 Brücken. Auf einem relativ kurzen Abschnitt, das sind 34,5 Kilometer. Also wir fahren ein Drittel der Strecke, sind wir nur auf Brücke. So wie auf der Gschnitztalbrücke bei Steinach, die Augschöll und sein Team heute als erstes inspizieren. Die rechte Spur ist schon gesperrt für das Autobahnteam. Seine Kollegen haben den großen Spezialwagen samt Brückeninspektionsgerät schon an die richtige Stelle manövriert. Die BIG genannte Krankonstruktion entfaltet sich und neigt sich samt Hebebühne über den Brückenrand. Gleich werden sie dort hinuntersteigen, 70 Meter über dem Gschnitztal schwebend. Normalerweise ist es nicht gefährlich. Die größte Gefahr wäre eigentlich, wenn jetzt ein LKW zum Beispiel auf das Gerät auffahren würde, dann hat man auf der Bühne natürlich schon einen gewissen, sage ich mal, einen gewissen Ausschlag. Jährlich über 2 Millionen Lkw. Hohe Temperaturschwankungen und Salzstreuung im Winter lassen das Material der 57 Jahre alten Brücke ermüden. In wenigen Jahren muss sie komplett ersetzt werden. Okay, das passt dabei, Martin. Gut. Jetzt ein bisschen höher, wenn es geht.
Jawohl. Perfekt. Peter Augschöll und sein Team müssen dafür sorgen, dass die Brücke noch möglichst lange hält. So, gerade einen Moment. Da mache ich schnell ein Bild. Nochmal ein Bild. Ein bisschen weiter vorne mit der Martin. Die beiden tragen die Verantwortung dafür, keine Schäden zu übersehen. Roststellen und andere Auffälligkeiten protokolliert Peter Augschöll genau. Das sind Prismen für die Vermessung. Wir haben da vor 2 Wochen eine Probebelastung durchgeführt und die Durchbiegungen im Detail vermessen. Und die Vermesser waren da sehr vorbildlich. Also die haben die geklebt, plus zusätzlich noch einmal gesichert, dass da nichts runterfallen kann. Also haben sie sehr sauber gemacht. Trotz einer Generalsanierung vor 11 Jahren zeigen sich schon wieder kleine Schäden. Ja, das da, schau, das liegt schon ein bisschen hohl, gell? Das ist fest genug, das Lose ist herunten. Der Ingenieur ist zufrieden. Die Brückeninspektion über dem Gschnitztal hat keine bösen Überraschungen zutage gefördert. In der Nähe der italienischen Brennerautobahn liegt Auer im Südtiroler Unterland. Einen kleinen Bahnhof hat Auer schon lange. Doch in einigen Jahren könnten Güter- und Personenzüge auf einer neuen Strecke zum Brenner Basistunnel am Ort vorbeirasen. Er will sich damit nicht abfinden. Mein Name ist Martin Feichter, ich bin 32 Jahre alt und bin eigentlich schon seit immer in Auer. Ich bin hier aufgewachsen in diesem Dorf. Seit 2020 bin ich auch Bürgermeister dieser Gemeinde. Auer ist ein sehr facettenreiches Dorf. Einmal sind wir ein Weindorf, wir liegen an der Südtiroler Weinstraße. Wir haben einen alten historischen Ortskern mit einem malerischen Gassenlabyrinth. Wir haben aber auch andererseits ein reges Vereinsleben und auch eine rege Festkultur. Diese Idylle sieht der Bürgermeister in Gefahr. Er ist auf dem Weg zur Pizzeria Nussbaumer, 5 Minuten von seinem Rathaus entfernt. Das Lokal gehört der Familie Plattner. Mit seiner Frau und Tochter lebt und arbeitet Hermann Plattner hier. Sie haben 2 weitere Kinder. Noch gibt es keine endgültige Entscheidung. Doch höchstwahrscheinlich werden die Züge künftig genau hier über sein Grundstück aus einem Tunnel im Berg rasen. Da wird es kommen. Hier irgendwo raus. Ja, da müsste er rauskommen. Nicht? Dann müssen wir schauen, wie er da reingeht. Nicht? Ja. Denke ich halt mal. Er wird halt da die Richtung herkommen. Nicht? Die Gleise müssten für mögliche Rettungsaktionen am Zug genau hier rund 1 Kilometer offen verlaufen, sagen die Planer, in einem sogenannten Fenster zwischen 2 Tunneln. Die Pizzeria, Wohnhaus und dann sind wir halt immer da. Wenn der Gastronom die geplante Strecke über sein Grundstück erklärt, ist sein Frust spürbar. Ja, wenn die Strecke hier durchläuft, dann müssen wir uns ein neues Zuhause suchen. Dann wird unser Haus abgerissen. Das ist natürlich schlimm, weil es ist natürlich für uns, für mich und für meine Frau schon eine Belastung, wenn man weiß, dass man ein Leben lang hier jetzt 25 Jahre gearbeitet hat und das ist morgen nicht mehr. Plattners Familie ist betroffen, weil die neue Strecke hier am Talrand aus dem Berg führen soll. Südlich von Bozen gelegen sind die Gemeinden Neumarkt und Auer von einem oberirdischen Gleisabschnitt betroffen. Die Pizzeria Nussbaumer liegt wenige Kilometer nördlich vom Ortskern. Laut Planung läuft die Bahnstrecke dann als sogenanntes offenes Fenster, also nicht im Tunnel ab dem Grundstück der Familie Plattner, 1 Kilometer weiter Richtung Süden. Natürlich ist es für uns ein Verlust, unser Heim zu verlieren. Und man hofft natürlich, dass man dafür eine Entschädigung bekommt. Ob das so ist, muss man erst sehen. Aber ich denke mal, es kann nicht öffentliches Interesse sein, dass man etwas für die Öffentlichkeit baut und es jemand einem wegnimmt und dafür nichts gibt. Das kann nicht sein. Also da habe ich schon Vertrauen in die Gemeinde oder in die zuständigen Behörden, dass wir dementsprechend entschädigt werden. Weil wie sollen wir sonst leben? Das ist eine gute Idee. Ja, lassen wir den da, was ist denn dort hin? Da können wir Die Gemeinde Auer hat sich immer gegen dieses offene Teilstück, gegen diese offene Trasse gestellt und hat das auch immer wieder kundgetan. Wir haben dann natürlich auch keine Eintragung in die Bauleitpläne vorgenommen.
Es soll jetzt praktisch von Amts wegen von Land Südtirol eingetragen werden und erst ab dieser Eintragung werden die weiteren Schritte ergriffen werden.